Das Klimacamp findet jetzt seit einigen Jahren hier im Rheinland statt und die Idee dabei ist eigentlich, den Protest gegen klimaschädliche Industrie und Ressourcenausbeutung an lokale Orte zu bringen. Und das Rheinland ist eben eines der größten Braunkohleabbaugebiete, die größte CO2-Quelle Europas. Und in diesem Jahr eben was ganz Besonderes, weil die Degrowth Sommerschule hier auf dem Camp mit stattfindet und sozusagen Bewegungen, die viel miteinander gemeinsam haben und gemeinsame Ziele haben, zusammengebracht werden. Die Idee von Klimacamps, wie sie auch in Climate Camp UK waren, in der Klimacamp-Bewegung in England, ist ja, dass es 4 Säulen gibt. Einmal die Alternativen konkret versuchen zu leben und aufzuzeigen. Dann gibt es die Säule der Bildung, das Wissen über Energieversorgung, über ökonomische Strukturen, über soziale Strukturen, soziale Veränderungen zu teilen und erstmal sich zu bilden, was passiert überhaupt, was für Alternativen gibt es. Und dann gibt es die Säule der Vernetzung, dass Leute zusammenkommen aus ganz verschiedenen Kontexten, vielleicht auch gar nicht so viel über Braunkohle vorher wussten und sich kennenlernen und dadurch so eine Bewegung auch zusammenwächst. Und dann die letzte Säule der Aktion, dass die Idee von so Camps schon ist, symbolisch oder direkt zu zeigen, dass die Mine oder das System hier auch fragil ist und wir uns erheben können und sagen können, so, ey, sind Menschen, die sind dagegen. Für mich ist das ein Kumulationsort von praktischen Alternativen, von wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und das alles bei mir direkt vor der Haustür. Man sieht ja, auch wenn man in Köln wohnt, nicht automatisch, was der eigene Lebensstil so anrichtet. Wir waren auch schon dort und haben uns den Braunkohletagebau angeschaut und es ist echt, man muss es mit eigenen Augen gesehen haben, um diese Zerstörung, dieses Gefühl dafür zu bekommen, auf jeden Fall. Ich fand es total erschreckend zu sehen, dass ich nicht das Ende von dieser Grube sehen konnte, weil es so diesig war und sie so weit ging. Insofern ist es auch sehr sinnvoll, dass dieses Klimacamp und auch die Degrowth Summer School hier stattfindet, wo genau die Verbindung von Theorie und Praxis an einem Ort stattfindet. Ich glaube, das ist besonders wichtig. Wir können viel irgendwie über Dinge reden und irgendwie Visionen haben, aber halt wirklich auch mal praktisch werden oder halt auch wirklich in den Austausch gehen, das Gespräch suchen. Und ich glaube, das ist so das Besondere auch an dem Ort, dass es hier möglich ist. Viele sagen, ihr kommt zu spät. Wir sind schon umgesiedelt, die Dörfer sind schon leer, den Plan gibt es seit 20, 30 Jahren. Deswegen war das erstmal so, dass unter der Hand uns viel gesagt wird, wir finden gut, was ihr macht. Aber wir können jetzt uns nicht öffentlich dazustellen, weil wir alle noch irgendwie vielleicht umsiedeln müssen. Und mein Kind, mein Neffe, mein Bruder arbeitet bei RWE. Und im letzten Jahr ist es so, dass mit der Antikohlekette hier, wo viele NGOs ja diese Menschenkette organisiert haben, das Vertrauen so ein bisschen gewachsen ist und auch die Stimmung hier vor Ort gekippt ist im Sinne, okay, vielleicht ist es doch auch noch nicht zu spät, vielleicht kann man das doch auch hinterfragen. Bei Degrowth geht es ja um so eine ganz, ganz grundlegende sozial-ökologische Transformation. Da gibt es dann Anknüpfungspunkte in die verschiedensten Bereiche. Und jetzt war eben die Überlegung, diesmal exemplarisch in diesen Bereich Klimagerechtigkeit und den Konflikt um Kohle reinzugehen. Was aber nicht heißt, dass es bei Degrowth tatsächlich vor allem um Klimafragen geht, sondern es geht um viel, viel mehr. Und das haben wir hier versucht, dadurch, dass wir eine Reihe von Veranstaltungen hatten, in denen es eben auch um den Austausch mit den Menschen, die hier vor Ort arbeiten, in der Kohleindustrie und auch den Gewerkschaften zu organisieren und es uns ein wichtiges Anliegen ist und dass unsere Aktivitäten sich nicht gegen die Menschen richten, die in diesem Bereich arbeiten, sondern für eine grundlegende Transformation uns einzusetzen. Es gab natürlich viele, viele Menschen, die im Vorfeld das Klimacamp und auch die Sommerschule vorbereitet haben. Zum größten Teil ehrenamtlich und mit sehr viel Einsatz, sehr viel Engagement und Liebe für die Sache. Aber hier vor Ort ist eben das Stichwort tatsächlich Selbstorganisation. Das heißt, die Idee ist eben, dass alle sich mit einbringen, auch in den Entscheidungen mit involviert sind, durch die Nachbarschaftspläne, die täglich stattfinden. Und insofern die Möglichkeit gegeben wird, dass alle sich an Entscheidungen, an Prozessen einbringen können, das mitgestalten können, sodass wir hier eine ganz partizipative Basis geschaffen haben. Es gibt Workshops,
die quasi täglich laufen zu diversen Bereichen, Gender, also Geschlechterfragen, Naturfragen, Umweltfragen. Dann gibt es Aktionstrainings, Aktionsvorbereitungen, wo quasi Leute rangeführt werden, die noch nie Aktionen gemacht haben, wie man sich organisieren kann und wo auch aufgeklärt wird über rechtliche Fragen. Dann gibt es ein Kulturprogramm, was ich super schön finde, so für auch mal zum Abschalten, wo Kinofilme gezeigt werden, wo Theatergruppen auftreten, wo abends Bands spielen. Dann gibt es eine super coole Küchenkuh, die auch schon aus der Anti-AKW-Bewegung kommt und 30 Jahre alt ist, wo viele Leute immer mit involviert sind zu schnippeln, die morgens, mittags, abends für uns kochen. Was ganz interessant ist, sind die Technologien, die wir hier nutzen. Also das Windrad, das gebaut wurde mit 350 Watt Normalleistung, 600 Watt Spitzenleistung. Die Komposttoiletten, die hier 1000 Leute versorgen und eine Strominfrastruktur generell, auch schon bevor das Windrad fertig war, die super funktioniert und unsere Bühne antreibt. Also ich finde es einen wahnsinnig tollen Ort, gelebte Alternativen und ich kann mir vorstellen, vieles davon in mein Leben zurückzutragen. I love this climate camp because there are people from all the parts of the world, and this is the greatest chance of such a movement to be globally connected and building alliances. Here I feel a platform, a space which is available, which is very democratic, very transparent, and I feel extremely happy to talk and interact with various activists who have come here and have been oriented towards the degrowth. For me, that's really exciting to see so many different kinds of people here that might be associated with different kinds of movements all coming to the same spot. And yeah, they might not agree necessarily on tactics or strategy, but they're all here anyways, and that's a big step. This kind of discussions, this kind of events like the climate camp and the summer school are absolutely necessary because we have to rethink this new world that we need, because we need it more than ever. If we don't do it, who is going to do it?